Mein Name ist Leo Putz, ich bin CEO von der Avalon. Ich bin auch einer der Gründer von der Firma Avalon, einer der Daniel Düsentriebs, wenn Sie so möchten. Und um was es uns geht, um was es unserem Team geht, im gesamten Team bei Avalon, ist wirklich, wie kann ich Gebäude effizienter betreiben, auf der einen Seite Geld sparen, aber auf der anderen Seite etwas fürs Klima tun. Energiesparen heute ist den Gebäuden wichtig, einfach deswegen, weil wir 14 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr nur für Energie im Gebäude ausgeben. Das ist bei 8 Millionen Menschen doch eine ganz schöne Menge Geld. Und sind wir ehrlich, interessiert es uns? Eigentlich nicht wirklich, weil es viel zu weit weg ist von uns. Denn andere managen das Gebäude ja, es sind ja nicht wir, die Benutzer. Energiemanagement und Energiesparen steht auch bei der SBB sehr hoch im Kurs. Und das nicht nur im Rollmaterial, sondern auch neben der Strecke. Denn was man gar nicht so weiß, ist, dass die SBB eine Vielzahl von Immobilien auch neben den Gleisen haben. Und auch die brauchen einiges an Energie. Und so beispielsweise wurde auch das Reparaturzentrum Altstetten ausgerüstet mit Weißlays, um Möglichkeiten zu finden, hier noch mehr Energie zu sparen. Mein Name ist Michel Rieser, ich arbeite bei SBB Personenverkehr im Anlagenmanagement und ich bin zuständig für das Energiesparprogramm der Serviceanlagen und Werke. Und in diesem Zusammenhang sind wir auf die Produkte von Avalon aufmerksam geworden. Wir haben zum Beispiel die Temperatursensoren, die Weißlays sind uns aufgefallen. Und diese setzen wir jetzt an vereinzelten Standorten setzen wir diese ein. Wir versprechen uns davon eine erhöhte Transparenz, also dass wir unsere Gebäude besser kennen, dass wir mehr wissen, wie diese funktionieren, ob sie optimal betrieben werden. Also nicht nur, ob die Heizung grundsätzlich läuft oder nicht, sondern dass sie optimal läuft. Es geht einfach darum, Transparenz zu schaffen. Das steht für uns im Vordergrund. Hier in Altstetten haben wir während der letzten Heizperiode eine Betriebsoptimierung der Wärmeerzeugung vorgenommen. Und die Weißlays helfen uns dabei, einfach die Auswirkungen der Justierungen, die wir vorgenommen haben, anhand der Raumtemperaturen zu überprüfen. Und die ersten Avalon Weißlays haben wir vor rund einem Jahr, glaube ich, in Betrieb genommen, in der Serviceanlage Biel. Und wir haben jetzt hier am Standort Altstetten 14 Stück installiert insgesamt. Und ich denke, dass weitere Standorte noch folgen werden. Den ersten Kontakt mit Weißlay hatte ich eigentlich im privaten Bereich, weil ich mir bei mir zu Hause habe ich mir einen angeschafft und der ist bei mir im Wohnzimmer. Und daraus war ich schon relativ früh überzeugt, dass das gut funktioniert und einfach ist und wirklich einen Mehrwert bringen kann. Und eigentlich daraus habe ich dann geschlossen, dass wir das auch bei der SBB anwenden können. Bei der Installation der Weißlays war ich selber auch dabei. Ja, das haben wir hier mit einem kleinen Rundgang am Standort haben wir das erledigt innerhalb von etwa 90 Minuten. Die Inbetriebnahme war sehr einfach, so wie ich das schon früher von den Weißlays kannte. Das ist wirklich Plug and Play an die Wand kleben und das läuft und das hat nicht viel Zeit in Anspruch genommen. Mein Name ist Ivan Graf, wie ihr ja gesehen habt, arbeite ich bei der Firma SBB. Also im Energieoptimierungsprogramm der SBB mache ich eigentlich grundlegende Abklärungen sowie Temperatureinstellungen, Betreuungen, Kontrollen. Darum sind wir jetzt auch froh, dass wir die Weißlay-Laser haben von der Firma Avalon, dass wir auch über den PC alle Daten kontrollieren können. Also ich kann mit diesen Daten, die ich ermitteln kann, ich den Temperaturverlauf von etwa 1 bis 2 Wochen nachkontrollieren, anhand von Tagestemperaturen, Nachttemperaturen. Also wir haben verschiedene Messpunkte bei uns auf dem Standort, vor allem an exponierten Orten, die relativ wichtig sind und dass nicht jede Person sieht, wo die Messpunkte sind. Das macht immer ein bisschen einen Einfluss, finde ich, auf Personen, dass dann das Gefühl hat, sie werden kontrolliert. Für mich ermöglicht diese Plattform, in Bern eine Cockpit-Sicht einzunehmen, da ich für verschiedene Standorte in der ganzen Schweiz zuständig bin, zum Beispiel in Bellinzona, in Genf oder in der Zentralschweiz. Und so muss ich nicht immer vor Ort gehen und manuelle Messungen vornehmen, sondern über die Plattform kann ich mir schnell einen Überblick verschaffen.
Und ein weiterer Mehrwert ist, dass die Anbindung sehr einfach ist. Also wir können das ohne großen Aufwand machen und das ist für uns ein großer Vorteil. Also wir müssen nicht die bestehende ICT-Infrastruktur groß ausbauen, sondern können relativ schnell und mit wenig Aufwand viel machen. Neben den Wiseleys haben wir am Standort Genf noch die Binary 10.4 Box im Einsatz. Damit überwachen wir an diesem Standort eine Pumpe, welche für den Betrieb ziemlich kritisch ist. Diese Pumpe hat an und für sich keine Intelligenz, also keine ICT-Schnittstellen, und wir können damit aber den Statusmeldekontakt sehr einfach überwachen. Diese Pumpe befindet sich an einem Ort, wo es keinerlei ICT-Infrastruktur gibt auch, und wir konnten diese Pumpe einfach mit dem Anbringen dieser Box einfach gesagt überwachen, und das ist für uns eine sehr gute Sache, und wir sehen in diesem Bereich ein sehr großes Potenzial auch für weitere Anwendungen an anderen Standorten. Die Alarmierung für die Pumpenüberwachung ist so geregelt, dass wir auf der Plattform eine Alarmkette definiert haben, wo die lokalen FM-Mitarbeiter einfach sequenziell informiert werden. Das passiert über E-Mail und über SMS, und die Erfahrungen bisher damit sind sehr gut. Das System funktioniert zuverlässig und die Leute arbeiten damit und sind zufrieden.